am meisten brauchen wir die Schere natürlich. Mit der muss man schon umgehen können. Wir arbeiten mit voll vielen verschiedenen Materialien, dadurch, dass wir Damen- und Herrenschneiderei auch sind. Zum Beispiel Leinen ist eher dicker und genau bockiger vielleicht auch sogar. Und dann gibt es einen Chiffon, einen Seidenchiffon zum Beispiel, die sind ganz leicht. Und man muss auch das Gespür haben für das mit den Stoffen natürlich. Es muss alles schön werden und für den Beruf braucht man halt auch ein Fingerspitzengefühl, auch eine Genauigkeit, sehr viel. Dann natürlich keine Kreativität dazu und viel Geduld natürlich auch. Also anfangen tut es mal eher mit dem Handnähen. Da lernt man dann halt auch einfach das mit der Geschicklichkeit auch. Das ist ganz gut, dass man mit denen anfängt und dann geht es weiter mit Westal zum Beispiel und Jacken, Sakkos. Genau, und dann bei uns mit die Trachten natürlich die Dirndlkleideln auch. Ja, nach jedem Schritt wird eigentlich das Kleidungsstück gebügelt. Gut gebügelt ist halb genäht. Stressig ist zum Beispiel, wenn es heißt, es kommt ein Kleidungsstück einer und bis morgen braucht der Kunde das zum Beispiel. Oder der Kunde ist da und das gehört jetzt noch ganz kurz geändert. Man muss aber trotzdem ruhig bleiben. Wenn man ruhig bleibt, ist man am schnellsten eigentlich auch. Wenn man hudelt, dann wird das einfach auch nichts. Dann muss man wieder auftrennen. Und ja, dadurch, dass es ein Modullehrberuf ist, kann man nach der Lehrabschlussprüfungen auch zum Beispiel, man lernt Damen- und Herrenkleider machen. Oder zum Beispiel Säckler für die Lederhosen machen oder fürs Leder. Oder der Modist, der Hutmacher. Und man kann auch von den ganzen Module dann einzeln die Meisterprüfung machen. Also das ist ja das Schöne, dass man sich dann viel für sich selber nähen kann. Alle Gedanken, alles, was man zum Beispiel auf der Stange nicht hat, kann man sich dann selber machen und dann kann ich das anziehen. Da bin ich im Maschinenbauhotel in Salzburg gegangen. War auch lässig, aber ich habe einen Verwandten in Bad Ischl, der war Lederhosenmacher. Und über den habe ich halt dann zu dem Beruf auch gefunden. Und Lederhosen haben halt fest. Und jetzt glaube ich, habe ich meinen Traumberuf gefunden und es passt hübsch gut. Ja, in der Berufsschule lernen wir auch sehr viel über die Stoffe eben und auch die ganzen Namen über die Stoffe. Auch viel, wie es hergestellt werden und welche Maschinen es gibt. Auch ziemlich viel, wie es in der Industrie funktioniert alles. Und es ist eigentlich auch lässig zum Wissen und so. Ja, schön ist es halt zum Sagen, dass man von Anfang an bei was dabei ist. Weil wir kriegen halt das zugeschnitten, dann machen wir halt die Probe allweil. Dann geht es aus zum Verkauf, dann wird es probiert. Und dann kriegen sie mir wieder und machen es fertig. Und die schauen halt dann die Kundschaften auch bei dir rein. Und es ist halt auch schön, wenn man dann sieht, wie es fertig ausschaut und dass sie Freude damit haben. Man sollte genau sein und halt auch auf Kleinigkeiten schauen. Lieber mal einmal öfter was auftrennen, wie wenn du dann nachher siehst, da soll ich noch und dann musst du noch mal mehr aufmachen. Dann ist es gescheiter, man riecht aber gleich alles so, dass es passt. Wenn du dort so beieinander stehst und dann wird halt so durchgefragt, wer was tut und du sagst, ja, ich lerne Schneider und Lederhosen machen, dann ist schon mal so was. Aber im Endeffekt mache ich halt gerne dann noch da was daheim, also richtig an das Gewand her oder wenn ein Knopf angeht und so. Also wird schon auch gebraucht und wird geschätzt immer. Sehr wichtig ist uns, dass die Person, die sich für die Lehre interessiert, einen Tag einfach mal bei uns mitarbeitet. Der Lehrling kriegt ein bisschen das Gespür, wie ist das Klima da, wie ist der Arbeitsplatz, was machen eigentlich alle anderen, was ist so die tägliche Tätigkeit, die man so hat im Lehrberuf. Das kriegt man da total gut mit. Also da reicht ein Tag einfach mal so zum Reinspüren. Und ich kriege jetzt auch ganz gut mit, passt der so ins Team? Es ist doch so bei einer Schneiderei, man hat da keine Einzelbüros, sondern das ist ein großer Raum und da arbeiten wir alle zusammen und da muss das Klima passen. Und dann schaue ich auch noch drauf, wie nimmt die Person eine Nadel in die Hand, wie greift die um einen Stoff zum Beispiel. Also man sieht da auch schon ganz viel dieses feine Gespür. Oder wer der einfach auf dieses Detail, auf das Schöne auch schaut, also der so einen Sinn hat
für Schönheit, für Details, und das ist bei uns im Beruf einfach sehr wichtig, weil wir wollen, dass unsere Kleidungsstücke, wir machen die nach Maß, wir machen die mit einer Anprobe, wir verwenden hochwertige Materialien und schauen, dass das wirklich super sitzt. Und dann muss aber da natürlich auch jede Person, die daran arbeitet, auch dieses Gespür mitbringen für den Stoff, für das Handwerk an sich, weil wir müssen ordentlich arbeiten, wir müssen sauber arbeiten, und das ist einfach so das Wichtige an unserem Beruf. Das eine ist, dass man sich beim Ausbildungsbetrieb schon überlegen sollte, ein bisschen, was macht der Ausbildungsbetrieb. Man lernt dann das, was man im Betrieb lernt. Wir sind jetzt auf Trachten spezialisiert, wer andere ist vielleicht auf elegante Herrenmode, sage ich jetzt als Beispiel. Dann lernst du halt genau das. Das wäre das eine. Und das andere ist, dass für eine Lehre, je nachdem, wo man einen Ausbildungsplatz bekommt, und auch für die Berufsschule dann schon möglich ist, dass man ein Internat braucht oder eine Wohnung.